Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Ares. Soweit ich mich erinnere, müssen wir nach Calaglia zurück. So, machen wir das. Ja, ihr seht, einen Tag zwischendurch Pause, aber ich war gestern mit Rendern und Upload beschäftigt, deswegen konnte ich nichts aufnehmen. So, hört sich so an, als wäre alles gut gelaufen. Wie wär's, wenn wir die Segel setzen und zurück zum Hafen von Mahagassar schippern, hm? Our first port of call is Ulzebek. Back where you first started out. Yeah, along with my dad. You okay? You don't look so good. I think I'm just a little seasick, that's all. Liar. Huh? You heard me. You've never been good at hiding your emotions, Shion. Excuse me? Just what do you... No. You're right. I'm sorry. Is it about Alfin? No. Not just him. Something you can't talk about? Rinwell, I'm not like the rest of you. Of course you are! No, I'm serious. Back when we first met, I think maybe then I did think we were different. But now I know that isn't true. You and I are the same, Shion. We're alike in more ways than you know. If any of us is different, it's me. I'm a Danon who can use magic. I may be the last. My family and I have been living in hiding as long as I can remember. Everyone has their own pain that can be hard for other people to understand. I saw the two of you talking and thought you could use a third wheel. So, here I am. Sorry. If anyone's the odd one out here, it's me. Believe me, you don't want to listen to my problems. Want me to go? I didn't say that. I get that you must have a lot circling around that head of yours. And that's okay. Whatever's worrying you right now, you're allowed to worry about it. And you don't have to talk about it if you don't want to. I know I'm not a Renin like you, or a mage like Rinwell. I'm not a sovereign, maiden, or lord. I'm just a Danon who used to be a slave. But regardless of all that, I'm here for you, Shion. That goes for me too. We all want to be there for you. Me and Hoodle and even the boys. I promise. I mean, that is what friends are supposed to do, right? I said this to Alfin, and now I'll say it to you. You're not alone in this. Thank you. Rinwell. Kisara. And right on cue, I think I should make my way back and lie down for a bit. My battle with this ship continues. Ooh. Yeah, I better head back too. We wouldn't want the guys thinking they're in charge. Can you imagine Law at the helm? Who knows what kind of trouble we'd get into? Still, if that's true, then it's all the more reason I have to do this.
I think it's safe to rest here now. Alright, something is definitely up with Shion. Yeah, something big by the looks of it. I've never seen her so serious. So, do you think we should say something to Alphen then? I was wondering the same thing myself, but then it occurred to me. Whatever this thing on her mind is, it's probably the last thing in the world she wants people to know about. If she's trying this hard to keep it secret, then it's not really our place to go telling people before she's ready. Yeah. I can't tell them. There's just no way I could, right? What am I supposed to do? Shion. Zu Rinwell und Kisara bist du ehrlich, zumindest einigermaßen. Zu Alpha nicht und... Habt ihr alle eine Angel, oder? Schon mal darüber nachgedacht. Offene Gewässer. Nee. Ich kann auf dem Schiff angeln? Okay. Aber Angeln interessiert mich nicht, sorry. Hey, if we find anyone who needs help here, I know. We'll make sure to ask what's wrong. Nee, sorry, ich habe keine Lust auf Sidequests. So, kann ich mich porten? Geht die Porte? Geht die Porte, genau. Porterei, ja, scheint zu funktionieren. Dann muss ich da jetzt alles so machen. Oh, wow. So, Gebirgspfad. Bergkanä. Gut. Dann dahin und dahin. Ich darf nur nicht die falsche Taste drücken, sonst kann ich alles normal machen. So, mittlere Ebene. Obere Ebene. Geht's zurück ins Frosttal. Vielleicht hätte ich auch eine Abkürzung nehmen sollen. Ach, egal. Das da, genau, dann da. Hier ist der Eulenwald, Hust, Hust. Toll, jetzt brennen meine Augen und ich werde müde. Und, ja, ich habe gerade Haare gewaschen, deswegen bin ich da danach immer ein bisschen müde. Außerdem war die Arbeit heute auch ein bisschen, naja, erschöpfend, aber auch, okay, ich brauche mich hier hin. Ich habe heute ein paar Maschinen geputzt mit einem, so einer Art Gartenschlauch. Da war aber kein normales Wasser drin, irgendein anderes Wasser. Finally. If only we could have flown with the Und wind to get naja, here faster. dieses Wasser brannte ganz schön in den Augen. Schlosstore. Ich gehe zuerst da lang. Nein! Und nicht nur das, ich habe einige offene Wunden auf den Arm, auf den Unterarm, auf dem rechten und auf dem linken. Und da brennt dieses Wasser auch drauf. Naja, was soll's. Jedenfalls möchten wir weitermachen. Oh, 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 oh. Ich kann die Abkürzung nutzen. Oh nein. Nein! Ja! Haut ab! So. Kann sein, dass die scharfer Zahn, Stufe 1. Aha. Kann sein, dass die Kampfmusik sich verändert hat. Kommt mir zumindest so vor. Ja gut, wir waren hier schon ewig nicht mehr, aber dieser eine Megazeuge, der da noch steht, den können wir immer noch nicht platt machen. Der ist immer noch zu overpowered. Das ist, glaube ich, Level 80 oder so.
Okay, da ist Schlosseingang, wo Balsef war. Oder wie der hieß. Ja, ich glaube, Balsef hieß der dort. Der erste. So. Ich könnte mal schauen, dass ich noch mal versuche, gegen diesen einen Megazeugel da anzutreten, auch wenn ich nicht glaube, dass ich ihn besiegen kann. Schauen wir mal, wenn er mir über den Weg läuft, dann müsste er eh hier irgendwo sein. Genau da auf diesem komischen Platz, glaube ich. Ich mach's mal so. So, Sicherheitssafe. Und dann suche ich ihn mal. Nee! Da müsste er gleich irgendwo sein oder so. Da oben. Ne, da oben ist er bestimmt nicht, aber... War ich hier schon mal? Du dummes Tier. Ja. Bevor Doalim zu Ende gesprochen hat, habe ich die Gegner schon besiegt. How much longer will our healing arts last? Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, weil ich schon ziemlich viel verbraucht habe. So, schauen wir mal. Oh, da liegt was. Also Pilze. Bin ich hier überhaupt richtig? Ne, Muskul. Hier muss ich, glaube ich, hin. Ne, da muss ich hin. Genau. Da ist der Stern. Gut. Ich dachte eigentlich, dieser eine Megazeugel wäre gleich hier gewesen, aber irgendwie war das nicht. Ah, Calaglia. Feels like it's been ages. Everyone around here looks so much happier than they used to. I'll say. It feels like an entirely different place. I suppose it's had time to adjust to its newfound freedom. Zephyr would have been so happy to see this. Yeah, he really would have. Especially if he knew Law was... Law? Something bothering you, Law? Nah, I'll be fine. It's just, you know. It still weighs on you, doesn't it? Running away back then. I abandoned my home. Then when I finally come back, it's been liberated. What's important is that it's free. I get that, I do. I just... I should have been here. Armer Law. Er tut mir schon irgendwie leid. Was macht dieser grüne Stern auf der Karte? Hier und die Modekritikerin. Habe ich das nicht erfüllt? Ey, diesen Gruß kannst du dir gleich abschminken, Typ. Ihr wisst schon, was ich meine. Ey, schön dich zu sehen. Tut mir leid, wer bist du nochmal? Ich bin der dich um eine Modeberatung gebeten hat. Auf dein Anraten habe ich mir was Mutiges ausgesucht. Wie sehe ich jetzt aus? Die Maske könntest du weglassen. Die Maskenpflicht ist nicht mehr. Aber naja, in der Öffentlichkeit zumindest nicht, weil manche Leute sind immer auch der Meinung. Egal. Verdammt, wie männlich und stattlich du aussiehst. Wie ein echter Krieger. Oof, no. Davon bekommt man ja Augenkrebs. Boom, da hat wohl jemand ordentlich ins Piano gehauen. Etwas Auffälliges, ja. Aber du siehst aus, als ziehst du gleich in eine Schlacht. Du stichst definitiv raus, aber aus den falschen Gründen. Ein hartes Urteil, aber ich lasse das nicht an mich ran. Ich muss nach einem Gang hochschalten. Das ist die richtige Einstellung. Viel Glück. Yeah. Ich wette, ich hätte das schon früher machen können.
Nun gut, haben wir sonst noch was? Da geht's lang. So ist ein Sternchen. Just one thing after another, and it all falls on my head to... Hey, Nath. What? Can't you see I'm... Alphen? Looks like you have your hands full. As much as ever. As if I wasn't busy enough putting down the last remnants of Renan rule, I'm up to my ears in Danon disputes. And then, to top it all off, that thing had to come crashing down from out of the sky. Pretty sure we've heard this somewhere before. But enough about my problems. What can I help you with? Yeah, we're looking for an old Renan starship. You wouldn't happen to know any around these parts, would you? A starship? What do you need one of those for? To get to Lenegis. Lenegis? Are you out of your damn mind? Believe it or not, it wouldn't be the craziest thing we've done recently. Oh, I believe it. Well, either way, I'm afraid I haven't heard anything about a starship. Then do you have any historical records by chance? Sure, we've got stacks of old records. Mind if we take a look at them? Yeah, okay. Thanks, Nath. I read through all of the records, but I only found a single line that might point to what we're looking for. It mentions a rock that shot across the sky and landed past the mountains. The event was recorded just before the first Renan invasion. And you think that might be the starship? I don't know. There was nothing else in the records that came even close. It looked like it was someplace called Berg, but maybe I'm reading it wrong. Berg? That ring any bells for you? Yeah, that's one of the biggest volcanoes in Calaglia. I was just there recently, investigating a report of a meteor someone saw. Another meteor in the same area? Really? I wonder if it could have been one of those lights that shot out of the wedge. All the more reason to check it out. Can you tell us how to get there? The old Zion mine is up that way. One of the veins we abandoned connects to the volcano. Go ahead and use that. But you should be careful. Huh? I don't know if it has anything to do with the meteor. There's a giant Zoogle running riot in there. Never seen anything like it. A Zoogle, huh? Well, I turned back as soon as I caught sight of the thing, so I can't tell you much more. Just be real careful if you head out that way. Nave, bist du endlich fertig? Oh, ich habe dich gar nicht bemerkt, Flammenschwert. Und ich sehe... Du bist Law, oder? Sifis Sohn. Verdammt, wann bist du denn so in die Höhe geschossen? Und Law, mit offenem Mund. Nicht zu fassen, dass ein kleiner wie du mit einem Flammenschwert, mit dem Flammenschwert höchstpersönlich unterwegs ist. Dein alter Herr wäre super stolz auf dich. Geht ohne mich weiter. Ich komme später nach. Alles klar, Boss. Wir sehen uns, Law. Arbeite nicht zu hart. Kennst du den Typen? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn ich ihn schon mal gesehen habe, dann als ich noch ganz klein war. Du hättest die Begrüßung wenigstens erwidern können. Ich bin der Grund, weshalb mein Vater nicht mehr lebt. Du weißt, wie sehr sie ihn hier bewundert haben. Law. Tut mir leid, dass ich uns abgelenkt habe. Gehen wir einfach. Nee, geht es Law gut? Ich nehme mal an, nee, nein. Nicht wirklich. Er nimmt sich Sefis Tod immer noch sehr zu Herzen. Kann ich gut verstehen. Selbst wenn es nicht seine Schuld war, ist das eine große Last, die er in seinen jungen Jahren auf den Schultern trägt. Ja, aber er gibt sein Bestes, um darüber hinwegzukommen. Ich bin überzeugt, dass er es schafft. Gut, er braucht deine Unterstützung. Er ist immer noch ein Kind und auch noch Sefis einziges. I didn't like the sound of that monster Nath was talking about one bit. Well, we have to press on. We're going through Zion Mine to Berg Volcano. Let's move.
everything okay with Hootle, Rinwell? He seems kinda out of spirits. It must be the heat getting to him. We don't get these kind of temperatures back in Cislodia. Galaglians born and raised here struggle with it too, so it's no surprise. Aha! So that's why his plumage is so white. He was born in a winter wonderland. Actually, Dan and owls absorb the astral energy of whatever land they're raised in. Where they're born doesn't affect their appearance at all. But that's not why he's white. The real reason is that he's still just a baby. You mean their plumage changes color depending on where they grow up? Weird. And with all this traveling we've been doing, it wouldn't surprise me if his wings ended up looking like a colorful painting. I think he suits his snowy complexion. It'll feel strange to see him change. How awesome would it be if his head and wings were different colors? And his stomach and sides, like a map of our travels! Ow, lay off, will ya? So much for the heat making him docile! You've only yourself to blame for that one. Hootle takes pride in his appearance, you know. Fascinating. An appreciation of aesthetic beauty in an owlet so young. Dohalim, I think you've drawn his attention. Also Law hat dir nur ein Kompliment gemacht. Also... Naja. Geht zum Bergvulkan. Ja, aber wo genau liegt der jetzt? Da? Ah, genau, hier ist das Bergwerk. Da muss hier der Vulkan sein, genau. Dann porte ich mich hier hin. Ist, glaube ich, besser. Ich werde jetzt, glaube ich, auch den Part beenden. So, schauen wir mal. Erstmal Bauernhof. Jetzt sind die Tiere bestimmt schon gewachsen. Wenn nicht, würde mich das schwer wundern. Ja. Ich glaube, dieses Schweininchenfleisch ist ziemlich teuer. Deswegen werde ich die jetzt ein paar Mal züchten. Ich brauche das Fleisch zwar nicht, aber zur Not könnte ich es verkaufen. So, Waffe. Sündenklinge. Allmächtige Fackelklaue. Das habe ich gerade ausgerüstet. Hatte ich nicht schon eine Sündenklinge? Klebrige Tentakel. Das sieht ja alles richtig geil aus. Aber ich nehme das da, weil es auch geil aussieht. Ja. Yeah. So, solide Schneide kann ich verkaufen. Bringt mir ein bisschen Geld. So. Allmächtiges Glutgebrüll. Ja, das macht enormsten Schaden, aber ich brauche erstmal ein verbessertes Glutgebrüll. Und einen Drachenflammensack brauche ich auch. Und hier auch Flammensteine. Okay, das kann ich definitiv vergessen. Wow. Tyrannenfäuste. Schwere Eisenpanzerhand. Ja, das Lohr reinhaut, das muss sein. Verkaufen. Eisenpanzerhand. Wow, das hat ganz schön Geld gekostet, sehe ich gerade. Ist das teuer, sehe ich jetzt erst. Okay, da fehlt mir eine ganze Menge. Ich habe das Geld nicht, keinen Lähmungsstachel und keinen Flammenstein. Dritte Ausgabe. Ja, die zweite Ausgabe habe ich nicht. Ein Granitfragment auch nicht. Roter. Wow, geil. Okay, den habe ich jetzt. Das Schild sieht einfach nur dämlich aus, aber das da sieht nicht schlecht aus.
Ich könnte den machen, aber... Teuer. Wobei, mir fehlt gar nicht so viel. Moment. Verkaufen. Ich muss irgendeinen unnützen Blödsinn verkaufen. Hier, davon ein paar. Roter Schild. Sieht zwar geil, aber irgendwie dämlich auch gleichzeitig aus, aber egal. So, der glänzende Schild kann jetzt weg. Sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber weg. So. Oh, stimmt ja. Da war ja was. Na gut, wenigstens Trank des Lebens habe ich eine Menge. So, dann hier nochmal. Ich wollte gerade sagen, dann hier nochmal rasten. Auf von Waffenkenner. Okay. Einfaches, perfektes. Okay, der kritischen Schaden ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Der Schaden an Schwachpunkten. Das klingt wichtig. Und das sowieso. Sonst noch wer? Aha. Naja. So, das ist wichtig. Oh, da fehlt noch eine ganze Menge. Ja. Missiger Stoß, ja, von mir aus. Law, der hat viel. Fernerschlag, erhöht kritischen Schaden. Kampfserienbonus bei Erwachen. Ich weiß nicht mal genau, was Erwachen überhaupt ist. Perfekten Ausweichen, aber der weicht fast nie aus. Mal das da. Angriffsstärke bei Erwachen. Kampfserienbonus bei Erwachen. Ach komm. Mach mal die ganzen Erwachen-Techniken. Weiß zwar nicht, wofür es genau gut ist, aber... Okay, Dohalim. So, das da ist wichtig. Ich weiß nämlich nicht, ob die CPU ausweicht. 10 Treffer-Kombo. Hat das so eine hohe Treffer-Kombo? Löwenherz. Naja. Ach komm. Nochmal Rinwell. Was hat sie? Konzentration. Ja. Besiegen von Gegnern. Hat Schaden in der Luft. Hat Schaden bei Niederstreckung. Dann eher das. Und Kisara. Verstärkter Gegenangriff. Erhöht Schaden bei Gegenangriff. Ja. So. Dann schaue ich nochmal, ob ich hier irgendwie eine Story auf die Beine gestellt bekomme und dann werde ich den Part beenden. So, gekocht wird auf jeden Fall. Keine Ahnung, was dunkles Mal ist. Hamburger. Elementarverteidigung. Pferdesashimi. Ja, das da. Law. Hey, that
actually came out pretty alright, don't you think? Kann zumindest besser kochen als ich. So. Und. Shion, Rinwell, Kisara und Dohalim. Warum nicht Law? Ihr Unfairen! Nein! Okay, Dohalim und Shion. Da Shion in letzter Zeit leider etwas zickig ist. Ich mag sie zwar, aber naja, Dohalim ist nun mal der zweitgeilste hier im Spiel nach Law. Also Dohalim. Care if I hang out for a while? Another fine day for journeying, huh? Tell me, do you ever find yourself tiring of the vagabond existence? It's better than being enslaved, that's for sure. I get to pick my own destination, for starters. You don't get those luxuries as a slave. Shackle a man's feet, and you put a clamp on his heart as well. Then there was the food. Gross slop that left you in a permanent state of hunger. Ugh, you wouldn't believe the things I ate to keep from starving. What about you? This must all sound pretty alien to someone who used to be a lord. Is that a hint of interest in my past I detect? I guess that's one way to put it. Well, certainly starvation was never a concern I had to contend with. The day-to-day grind was largely taken care of for me. I even had help getting in and out of clothes. All that was required of me was standing still while looking solemn. That's quite the downgrade you've made. It's a wonder you don't sound more bitter. This might surprise you, but I actually don't find our current situation all that disagreeable. My own hardships paled in comparison to yours, granted. But life as a lord came laden with its own restrictions. Forgive me. Such complaints must sound like feeble extravagances to a Danon. True, Renin opulence doesn't feature high on my sympathy list. And again, yours isn't exactly a normal case. I suppose it's not. Sometimes, I can't help but wonder how much easier life would have been without the trappings of nobility. You really mean that? Pay me no heed. Not but the ramblings of a privileged eccentric. Whatever my past, it has led to my being here. That is all the reality I need concern myself with. Next time, what say we discuss relics? Ja, ich kann Dohalim schon verstehen, weil goldener Käfig und so. Shall we get moving? Viele Promi-Kinder und so weiter, denen geht es ja ganz ähnlich. Aber nun gut, ich will jetzt darüber nicht reden. So. Da vorne müssen wir dann hin. Aber das im nächsten Part, das war Tales of Ares. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.